Ich habe mal gehört, gutes Audiodesign erkennt man daran, wenn man es gar nicht primär mitbekommt. Vor einigen Tagen saß ich unten auf der Couch und habe Kingdom Come Deliverance 2 gespielt. Und ich spielte so vor mich hin, ich habe den Spieleinstieg gespielt und bin durch die Welt gelaufen, habe die ersten Quests erledigt, hatte dabei ein Fenster offen stehen, weil es draußen relativ warm war. Und es wurde immer später und immer später, ihr kennt das, irgendwann hat es auch angefangen zu dämmern. Und ich war komplett im Spiel versunken. Irgendwann haben mich aber die Vögel gestört, die draußen noch wie wild gezwitschert haben. Also wollte ich aufstehen und wollte das Fenster schließen, habe dafür auf Pause gedrückt auf dem Controller und plötzlich waren die Vögel weg. Einfach komplett stumm. Und dann stand ich da im Wohnzimmer und mir ist aufgefallen, du hast gerade die Vögel im Spiel mit den tatsächlich echten Vögeln draußen in deinem Garten verwechselt. Das war der Auslöser eigentlich dafür, dieses Video zu machen, und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Essay über die Klanglandschaft von Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2 ist der Nachfolger zum ersten KCD 1 aus 2018 von Warhorse Studios. Und ich glaube, hier haben wir auch schon die erste Besonderheit. Warhorse Studios sitzt in Tschechien als Entwickler und auch ihr Spiel KCD 2 spielt wieder im mittelalterlichen Böhmen. Mit einer Flora und Fauna, die, glaube ich, nicht ganz unähnlich der ist, die wir hier in Deutschland haben. Und deshalb die Besonderheit, die Vögel, die im Spiel abgebildet sind, sind halt auch sehr ähnlich derer, die wir hier in Deutschland haben. Und das war zumindest meine Annahme, und das hat mich dazu veranlasst, ein bisschen mehr in die ganze Sache reinzugucken. Und ich wollte einfach wissen, haben die Entwickler einfach nur gute Vogelsounds in ihrem Spiel oder zieht sich diese Detailverliebtheit, wie wir sie zum Beispiel auch aus Red Dead Redemption 2 kennen, durch das ganze Spiel? Ich hoffe, es bleibt so schön. Um meine Annahme zu prüfen, muss ich natürlich eins machen im Spiel, was mir als Musiker und Musikliebhaber schwer gefallen ist. Ich musste den tollen Soundtrack komplett ausschalten. Was dann aber passiert ist, dass ich das Spiel auf eine ganz andere Ebene wahrgenommen habe. Ich bin durch Wälder und Felder gegangen und habe Spaziergänge in dem Spiel gemacht durch Dörfer und musste feststellen, hier ist so viel auf der Klangebene los, was mir vorher komplett entgangen ist. Einfach weil der Soundtrack über allem drüber gelegen hat. Der Soundmix war nicht falsch und der Soundtrack war nicht zu laut gemixt im Spiel, aber dennoch überlagert das wie so eine Decke diesen ganzen Klangteppich von kleinen Geräuschen, die man im ganzen Spiel immer dauerhaft hört. Das ist immer ein Mix aus ganz vielen kleinen Details, der unheimlich wichtig ist für die Immersion. Zum Beispiel, wenn man in einem Dorf steht oder die Hauptstraße an einem Dorf lang geht, was da alles auf einen einprasselt, ist einem gar nicht bewusst. Also ob da Frauen sind, die irgendwie die Straße kehren, oder Schafe, die im Stall mähen, oder Diskussionen in irgendwelchen Häusern, die durch Fenster dringen, die Wachen, die entlanglaufen in ihrer Rüstung, und das klappert natürlich, weil die Plattenrüstungen anhaben. Oder jemand jammert, weil er gerade am Pranger steht, weil er irgendwas angestellt hat. Und das ist ein wahnsinniger Mix aus super vielen kleinen Details. So ist es zum Beispiel auch der Fall, dass wenn wir einfach nur die Schrittgeräusche mal beachten. Wir gehen durch das Dorf und haben einen verstaubten, trockenen Untergrund. Und irgendwann hat es angefangen zu regnen, und der Regen ist nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Und dann weichen diese Böden auf und irgendwann wird aus diesem sandigen Untergrund, durch den wir gestapft sind, Matsch und Pfützen. Und das ändert sich natürlich auch mit. Das ist jetzt kein Wahnsinnsdetail, das machen andere Spiele auch. Aber häufig sind es dann Spiele, solche Immersive Sims, wo es auch wirklich auf das Schleichen ankommt. Und ja, hier in Kingdom Come Deliverance 2 haben wir auch ein Schleichsystem und diese Geräusche haben auch Einfluss darauf. Aber in einer so großen Welt so eine Detailverliebtheit zu haben, da fällt mir eigentlich nur Rockstar Games ein. Auch die Geräusche in Häusern, ob da jetzt eine Feuerstelle ist mit einem Kochtopf drauf, das Feuer knistert, oder ob wir zum Beispiel in der Schmiede sind. Da ist es auch mir sehr aufgefallen. In einer der ersten Quests wird uns nahegelegt, zum Schmied zu gehen, und dort fängt eigentlich so die Hauptquest an. Und das Schmiedesystem an sich ist wahnsinnig toll gemacht.
auch spielerisch, aber auch auf der Klangebene. Wenn wir das Schwert in die Esse stecken und es anheizen, dann knistert es irgendwann, um uns auch zu signalisieren, wann es zu heiß wird. Und auf die Spielerführung über die Tonebene komme ich später noch zu sprechen. Aber genau hier fällt es mir auch gerade wieder auf, dass hier auch mit der Tonebene dem Spieler kommuniziert wird, wann er das Schwert wieder aus der Esse rausziehen muss. Dann ziehen wir das raus und legen es auf den Amboss und klopfen unser Schwert gerade. Die Geräusche ändern sich auch, sobald das Schwert wieder abkühlt. Und diese ganzen kleinen Details sind mir vorher einfach komplett entgangen. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch mal die Zeit. Sicher wird es nicht in jedem Spiel so eine Offenbarung sein wie hier, aber dreht euren Soundtrack einfach mal aus und guckt, was euer Spiel auf der Tonebene macht. Eine ähnliche Situation wie mit den Vögeln oder eine ähnliche Offenbarung wie mit den Vögeln hatte ich auch einfach im Wald. Im Spiel gibt es einen Hund, man kann den Hund wiederfinden aus dem ersten Spiel, der wird dann ein treuer Begleiter. Das ist ganz witzig, ich gehe halt täglich mit meinem echten Hund häufig in den Wald zum Gassi. Genau das mache ich jetzt eigentlich im Spiel auch. Und die Ähnlichkeit ist einfach Wahnsinn. Man geht durch den Wald und der Wind zieht durch die Blätter und es raschelt. Der Hund läuft irgendwo vor, bellt, weil er irgendwas gefunden hat oder scheucht ein Reh auf. Alles Situationen, die ich in echt auch schon hatte, die ich einfach vergleichen kann. Und es fühlt sich so eigenartig an, im Spiel genau das zu tun. Und die Vögel, die ganze Klangkulisse ist so ähnlich derer, die ich gewohnt bin aus meinen normalen Gassi-Gängen. Das war sehr witzig zu erleben. Was auch stark dazu beiträgt, ist, glaube ich, dass die Geräusche ab einer gewissen Entfernung, und das ist jetzt ein bisschen ein technischer Aspekt, nicht einfach ausgeblendet werden. Häufig ist es so in Open-World-Spielen, ihr kennt es vielleicht auf optischer Ebene, es gibt so eine Art Blase um den Spieler herum und ihr habt sowas wie eine Render-Distanz. Es gibt bei 3D-Objekten sogenannte LODs, Level of Details, dass irgendwann wird ein 3D-Objekt, wenn ihr näher daran rangeht, wird es erstmal eingeblendet in einer niedrigen Detailstufe und je näher ihr dem 3D-Objekt kommt, desto besser wird die Qualität des 3D-Modells. Das spart einfach Ressourcen und im besten Fall kriegt man das gar nicht mit, wenn das richtig gemacht ist. Dasselbe passiert aber, glaube ich, auch in vielen Spielen auf der Tonebene, dass wenn eine Geräuschquelle oder eine Tonquelle, wie zum Beispiel ein Schaf, da ist es mir aufgefallen, eine gewisse Distanz zu euch überschreitet und ihr weit genug weg seid von dem Schaf, sage ich jetzt mal, dann wird es einfach ausgeblendet. Ihr seht es vielleicht noch und es wird noch optisch dargestellt, aber der Sound von diesem Schaf, den ihr eigentlich noch hören müsstet auf der Distanz, ist schon weggenommen. Und ich hatte die Situation, ich habe meinen Spaziergang in einem Dorf gestartet, bin aus diesem Dorf rausgegangen und an einer Weide mit Schafen vorbei, die so ein bisschen an einem Hang gegrast haben und bin dann den Weg einfach weitergegangen. Ich war schon unten im Tal und habe mich dann rumgedreht und habe auf diese Schafsherde zurückgeblickt und ich habe die natürlich noch gesehen, musste aber feststellen, ich höre sie auch noch. Schwach irgendwo in diesem ganzen Mix aus Geräuschen, aber man hat sie eben noch gehört. Und vor allen Dingen konnte ich mich auch daran orientieren. Und das lässt mich zum nächsten Punkt kommen. Die Orientierung im Spiel und wie viel das Spiel über die Tonebene einfach mit dem Spieler kommuniziert, ist auch fantastisch. Wie mit den Schafen kann man sich einfach an Geräuschen im Spiel orientieren. Ob das jetzt das Rauschen der Blätter ist, das passiert alles auf unterbewusster Ebene so ein bisschen. Natürlich seht ihr den Wald, von dem die Blätter rascheln, aber ihr hört es eben auch und wenn ihr an einem Waldrand entlang lauft, dann ist euch das klar. Oder zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, irgendwo ein Fluss ist, ein kleiner Bach, der vielleicht überwuchert ist durch hohes Schilfgras oder so und ihr kriegt die Anweisung, folgt dem Fluss nach Süden, dann müsst ihr den Fluss nicht wirklich sehen, um euch daran zu orientieren, sondern ihr hört ihn vielleicht links von euch und wisst, ich gehe links von dem Bach einfach entlang und müsst nicht in den Bach hineingehen, müsst ihn sehen oder so dicht am Bach entlang laufen. Und das hilft euch einfach bei der Orientierung.
wie ich auch schon vorhin sagte, beim Schmieden oder beim Alchemiesystem, beim Kochen von Tränken. Es wird auch alles immer optisch dargestellt, aber häufig entgeht uns, glaube ich, wie viel auch über die Tonebene kommuniziert wird. Zum Beispiel auch dieses Ausdauersystem. Im Kampf oder beim Rennen habt ihr eine Ausdauerleiste, die einfach abnimmt. Kennt man aus ganz vielen Spielen. Und natürlich wird das auch kommuniziert über den Bildschirm, indem der Bildschirm bei schwindender Ausdauer einfach verschwimmt und so ein hellblauer Rahmen erscheint. Ähnlich wie wenn ihr angeschossen werdet in einem Shooter, dann habt ihr irgendwelche roten Flecken auf der Kamera plötzlich. Aber auch das Schnieben und Schnauben und nach Luft ringen von Heinrich kommuniziert halt, dass ihr jetzt mit der Ausdauer am Ende seid. Das Ganze wird wahrscheinlich nochmal stärker genutzt im Hardcore-Modus des Spiels, der jetzt vor einiger Zeit nachgepatcht wurde. Ich muss zugeben, ich habe ihn selber noch nicht gespielt und mir sind diese ganzen Details über die Kommunikation mit dem Spieler über die Tonebene schon im normalen Modus aufgefallen, aber ich glaube, gerade im Hardcore-Modus macht das nochmal mehr Sinn. Denn was der Hardcore-Modus macht, ist, dass er euch den Kompass und die Questmarker nimmt. Der Hardcore-Modus hier im Spiel ist nochmal ein bisschen härter als in anderen Spielen, denn in Kingdom Come Deliverance 2 haben wir schon ein Hunger- und Schlafsystem, also ihr müsst schlafen und müsst essen im Spiel. Das ist schon im normalen Schwierigkeitsgrad enthalten, das was bei zum Beispiel einem Fallout erst im Hardcore-Modus dazukommt. Hier sind es noch andere Dinge, dass wie gesagt euch die Questmarker und der Kompass genommen wird und ihr dann euch in der Spielwelt zurechtfinden müsst, indem ihr NPCs, Nichtspielercharaktere, nach den Wegen fragt. Ihr könnt quasi zu jedem NPC hingehen und dann fragen, ich muss nach Burg Troski, und dann geben die euch eine Wegbeschreibung. Und diese Wegbeschreibung kann halt bedeuten, geht aus dem Dorf nach Süden raus und bis ihr zu einem Fluss kommt und folgt diesem Fluss nach Westen. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte. Man kann dem Fluss dann halt folgen, obwohl ich noch vielleicht übers Feld gehe und höre den Fluss links oder rechts von mir. Nochmal kurz zurückzukommen, ich habe vorhin schon über die Schrittgeräusche gesprochen und wie sich der Untergrund bei Regen verändert. Der Regen und das ganze Gewittersystem ist auch nochmal eine ganz, ganz eigene wilde Geschichte. Also man hat halt, wenn ein Gewitter in Kingdom Come Deliverance aufzieht, hat man erst diesen starken Wind und das Rascheln in den Bäumen wird nochmal viel stärker als normal. Und dann hat man so diese typische Ruhe vor dem Sturm. Und wenn dann ein Gewitter losbricht, ist es einfach fantastisch. Also die Geräusche, auch die Abmischung. Ohne den Soundtrack muss man, glaube ich, die Lautstärke ein bisschen anheben. Aber die Abmischung zwischen den normalen Alltagsgeräuschen, sage ich jetzt mal, dieser Klangteppich, dieser Mix, der immer um einen rum ist, der ist so stark abgehoben von den wirklich lauten, also die Dynamik in dem Spiel ist einfach Wahnsinn. Wenn dann wirklich mal laute Geräusche da sind, und das ist in diesem Mittelalter-Setting, gibt es halt keine Explosionen, aber da bin ich auch noch gespannt drauf. Aber jetzt in meinem frühen Spiel habe ich noch keine Schusswaffe. Und das Lauteste, was es in diesem Spiel gibt, sind Gewitter. Das dröhnt dann so sehr, wenn ein Gewitter ranrollt und man hört in der Entfernung die ersten Donner und irgendwann ist es dann direkt über einem. Das ist fantastisch. Ja, und diese ganze Immersion, die ich da erlebt habe, und seitdem muss ich auch zugeben, spiele ich es tatsächlich ohne Soundtrack, weil das für mich einfach ein viel realistischeres Bild gibt. Und genau das will Kingdom Come Deliverance 2 ja immer sein, diese realistische Mittelalter-Erfahrung. Man hat natürlich in echt nie eine Marschkapelle hinter sich, die einen stimmungsvollen Soundtrack spielt. Ich will den Soundtrack jetzt nicht in Abrede stellen, der ist fantastisch, aber wie schon vorhin gesagt, tut euch einfach mal den Gefallen und stellt den Soundtrack mal aus. Für mich war das einfach eine ganz spezielle Erfahrung, die ich tatsächlich fast verpasst hätte, weil nur durch diese kuriose Situation mit den Vögeln im Garten und den Vögeln im Spiel, die ich verwechselt hatte, bin ich ja erst auf die Idee gekommen, mal das Experiment zu machen. Und ich glaube auch, viel zu selten wird einfach in Reviews und Tests von Videospielen
eben über diese Klangwelten gesprochen. Da könnte man häufiger drauf eingehen, finde ich. Natürlich haben wir tolle Soundtracks an Spielen, gar keine Frage. Und die werden auch immer gelobt und zu Recht gelobt. Aber sie überlagern halt auch immer genau diese Details. Und ich finde, da kann mehr drüber gesprochen werden. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen und einen interessanten Anreiz geboten. Wie schon gesagt, ich glaube, das gibt nicht jedes Spiel her, aber vielleicht sind es ja mehr, als wir denken und man kann es ja einfach mal ausprobieren. Das ist ja nur ein Schieberegler, den man im Spiel betätigen muss und vielleicht gibt einem das was und macht einen ein bisschen Spaß. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr weitere solcher kleinen Essays sehen wollt auf dem Kanal. Mir hat es großen Spaß gemacht, mal auf ein kleines, kurioses Detail in einem Spiel einzugehen und da mal ein bisschen reinzugehen in die Recherche und zu gucken, hält das da überhaupt stand, dieses Spiel. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz viele kleine Details, die man da abgreifen kann oder über die man reden kann. Ja, sagt mir gerne Bescheid, ob ihr sowas gerne weitersehen wollt, ob die Länge des Videos euch gefällt. Ich bin jetzt noch gar nicht sicher, wie lang das werden wird. Ich nehme mal an, wir werden irgendwo so bei 10, 15 Minuten rauskommen. Sagt mir gerne Bescheid, ob euch das reicht, ob ihr das gerne länger sehen wollt. Und natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt vielen Dank fürs Reingucken. Guckt auch gerne bei unserem Podcast rein. Den gibt es als Videopodcast, aber wir sind auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und könnt uns gerne zuhören. Einmal die Woche produzieren wir einen kleinen Podcast mit einer 6-köpfigen Crew. Da könnt ihr gerne reinhören. Und wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr gerne unseren Discord-Channel joinen. Ich werde euch den Link hier in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr mit uns über Gott und die Welt diskutieren, hauptsächlich natürlich über Videospiele. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.